So, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Twin Flame Spirit. Schön seid ihr hier. Ihr kennt meinen heutigen Gast, meine Gästin, sagt man nicht, ne? Mein Gast Lena. Sie ist wieder da. Wir haben uns entschieden, ein Update zu machen aus ihrem Leben, aus ihrer Situation. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Lena. Am besten Danke. stellst du dich selber gleich nochmal kurz vor, sagst was zu dir und dann möchte ich kurz anfügen, wir werden es einfach wieder fließen lassen. Ich habe keine Ahnung, wir haben kein Vorgespräch geführt. Ich weiß nicht, wo sie steht, was geschehen ist seither, wo wir überhaupt aufgehört haben das letzte Mal. Ich weiß alles nicht. Das heißt, ich werde ganz authentisch, wie ich es ja mag, sie fragen und auch die Fragen ich habe nichts vorbereitet, Lena genauso wenig, weil so kommt es meistens am besten. Also, Lena, dann darfst du dich gerne vorstellen. Ja, also ich heiße Lena. Wir haben ja schon mal Videos zusammen gemacht. Und ich mache innere Reisen, Heilreisen, Seelenreisen, Ahnenreisen. Bin durch meinen eigenen Heilungsweg darauf gekommen, von Trauma, chronischer Krankheit und Nahtoderfahrung und finde darin sehr, sehr viel Erfüllung in meiner Arbeit. Das klingt nach Berufung. Ja, ja. Schön, das freut mich sehr. Und jetzt war ja da dieser Mann in deinem Leben, also war damals, ne, wo wir drüber gesprochen haben. Es war sehr intensiv. Vielleicht kannst du kurz eine Zusammenfassung geben, wo du da standest oder was wir da besprochen hatten. Mhm. Das Mhm. war, wir wussten es gar nicht mehr genau. Ich glaube September, Oktober letzten Jahres ungefähr. Oktober, November. Wahrscheinlich Oktober, November. Ja. Ja. Mhm. Ja, und ich hatte ihn jetzt vor einem Jahr kennengelernt. Vor einem Also Jahr. das ist ein Jahr her. Auf einem Event in Frankreich, bei dem Schamanen aus der ganzen Welt zusammenkommen. Wir haben da beide gearbeitet und das war der Beginn einer sehr intensiven Reise bis heute. Ja. Wir haben in dem ersten Video eigentlich darüber gesprochen, wie wir uns kennengelernt hatten. Über die Stimme, ne? Ja, Stimme war was. mhm. Das telefonisch, glaube ich. Ja, ja, genau, genau. Also so hat es begonnen, ja, genau. Mhm. Wir Mhm. haben, er hat mich angerufen vor dem Festival, wie alle anderen freiwilligen Helfer auch. Und da ist es eigentlich schon losgegangen, so dass ich mir dachte, irgendwas ist da. Ja, Also das, ich weiß nicht mehr, wie ich es beschrieben habe, aber ich kann jetzt keine Worte mehr dafür finden. Irgendwie. ja, Und im zweiten Video haben wir darüber gesprochen, wo ich dann zu ihm gezogen bin mit genau. meinen Kindern und wie ich dann ziemlich schnell wieder eigentlich geflohen bin Ja. nach Deutschland, von Siehst, Frankreich nach Deutschland. siehst du das jetzt als Flucht oder hast du das Ja, damals schon als Flucht gesehen? damals und jetzt. Ja. Ja. Und jetzt weiß ich aber warum. Damals wusste ich es nicht. Also du hattest schon auch Erklärungen damals, ne? Wie hast du dir das damals erklärt? Ich weiß nicht mehr, wie weit mein Verständnis zu der Zeit Mhm. war, Mhm. was Mhm. passiert ist. Ähm, Ich habe die Videos seitdem nicht mehr angeschaut. Ich glaube, du Aber hast gesagt, Entschuldige, sag ruhig. ähm, ich denke, so das Bewusstsein, warum ich geflohen bin, ist ziemlich schnell eigentlich so in den Wochen Mhm. drauf gekommen. Also genau. Ja. Wenn du willst, kann ich auch gern drauf eingehen. Gerne. Also ich Ja. sage dir nur kurz, was ich noch weiß vom damaligen Gespräch oder glaube zu wissen, war, dass du gesagt hattest, also für ihn war es ja da auch zu intensiv alles mit den Kindern und so. Und du hattest gemerkt, du bist nicht so in 3D verankert, ne? Du bist so ein bisschen am Fliegen, was ja ihr Regeneration so ein bisschen mitkriegt, so im Hier und Jetzt und so in 5D, dass das da ein bisschen die Bodenhaftung fehlt hin und wieder, wo du gemerkt hast, hey, ich kann es nicht in ihm suchen, sondern ich muss es selber für mich finden. Ich glaube, Und, das ja. ist mir so Und gefühlt. genau das war's. Okay, ja, Im Endeffekt.
was ich in ihm gesucht habe, habe ich vorher in allen anderen Beziehungen bekommen, aber von ihm nicht. Und das Ah, war Sicherheit und Stabilität. Und wow. ich gemerkt habe nach 2, 3 Wochen, dass er mir das nicht gibt. Ich habe das nicht bewusst gemerkt, das ist alles unterbewusst Ja, abgelaufen. Ich ja. hatte keine Ahnung, was in dem Moment passiert ist. Mhm. Habe ich erstmal eine Panikattacke bekommen und während der Panikattacke entschieden, dass ich flüchten muss. Ja, Aus der Angst heraus natürlich. ja, Und war dann von der Entscheidung bis zur Umsetzung in 2 Tagen in Deutschland. ja, Leicht unter Schock und wusste erstmal nicht, was eigentlich passiert ist. ja, Und dann war es halt die Monate drauf wirklich so, dass mein Herz war noch in Frankreich und mein Körper in Deutschland und da war einfach so dieser äh, große, passt einfach nicht zusammen. ja, Und dann hat sich aber schnell in Deutschland gezeigt, dass mir alles in die Hände fliegt. Und dadurch durfte ich dann schnell lernen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also ich war dann 2 Wochen mit meinen Kindern bei meinen Eltern und habe eine Wohnung gefunden nach 2 Wochen, bin umgezogen, habe dann nach 2 Monaten eine Arbeit gefunden, die mich so auf der physischen 3D-Ebene sehr erfüllt. Und ja, meine Reisen habe ich eigentlich nichts reingesteckt an Energie und alles ist auf mich zugeflossen und dadurch dürfte ich schnell lernen, so ja, es ist richtig und wichtig, dass ich jetzt in Deutschland bin und ja auch alles, was die Verwurzelung betrifft, Familie, das ist jetzt einfach bei mir dran. ja. Also das hast du noch mal tiefer jetzt gemerkt, auch mit all diesen Monaten Abstand von deiner Flucht, sag ich jetzt mal. Und was ist denn sonst, was hat sich noch weiter gezeigt und entwickelt, Hm. auch in Bezug auf ihn oder in Kontakt mit ihm? Also du hast wie erkannt, hey, das sind meine Aufgaben, das sind meine Heilungsaufgaben und finde ich übrigens einen tollen Punkt, wie du das sagst, ne? Man spürt genau, wann man auf dem richtigen Weg ist, wenn nämlich Mhm. die Dinge ganz einfach gehen und einem alles zufließt und in den Ja, Schoß, dann kann ja. man davon ausgehen, okay, hier soll ich genau jetzt lang Mhm. gehen. Es darf Mhm. einfach sein, es Ich darf. hatte eigentlich vorher nie so, Mhm. so wie jetzt. Also ich habe wirklich das erste Mal dann Ende des Jahres so in der Arbeit habe ich gemerkt, so irgendwie, ich bin an meinem Platz und das Gefühl hatte ich noch nie in meinem Leben vorher. Ja, wow. Und das war schon enorm für Mhm. mich. Und dann ist es einfach immer weiter geflossen und jetzt so die letzten 3, 4 Wochen habe ich jetzt wieder so richtig die Reisen, habe ich einen Raum geschaffen, wo ich reisen kann mit den Menschen. Und seitdem gehe ich von einer göttlichen Fügung in die nächste. Und es, Wow. ja, es ist wirklich so viel Magie auch mit dabei. Ja, Und es ist halt so, es ist nicht so, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen, Regenbogen, Sonnenschein ist, sondern es ist wirklich so ich gehe bewusst in die dunklen Ecken und bewusst in die hellen Ecken und bewege mich da bewusst drin. Und ich glaube, das ist so ein Game Changer. mhm. Also, dass du wieder den Prozess ganz bewusst durchmachst, der Selbstheilung, der Selbstentdeckung, des Erdens, des Verbindens nach oben, trotzdem hier verankert sein, dass du dich allem stellst, was sich da zeigt, an Blockade, ich weiß nicht, wie dein Vokabular ist, aber was dich davon abhalten will, was noch Ego ist, was Prägung, Mhm. Konditionierung ist, dass du dich dem bewusst stellst und dann Mhm. immer bewusst wieder, also wie du sagst, ins Licht gehst, ne? Also bewusst, wenn du merkst, hey, jetzt sprühe ich vor Energie, jetzt habe ich was entblockt in mir, es fließt so viel mehr Liebe, mehr durch mich durch, jetzt kann ich noch ein reinerer Kanal sein, das ganz bewusst auch auslebst. Ja. Und das, Ja, ja, es ist wirklich so. Und ich habe halt einen Weg für mich gefunden durch die Reisen und durch das bewusste Atmen und Atemtechniken. Ähm, und das wünsche ich eigentlich jedem, so einen Weg für sich zu finden, so seine ja, Geschichten an. Ja. dein, Und es ist halt so jetzt seit dem Jahr, also seit einem Jahr jetzt, seitdem ich ihn kennengelernt habe, ist es wirklich so, ähm,
was er alles in mir hochgeholt hat oder geschaufelt hat. Ähm, Da bin ich jetzt seit einem Jahr damit beschäftigt und immer noch. Also du hast, ja, es ist alles ans Licht gekommen durch die Bekanntschaft mit ihm. Mhm. Also wie ein Berg an Themen, an Dingen, die angeschaut werden wollen, auch an Entwicklungsmöglichkeiten in dir, wo du Mhm. sagst, jetzt bin ich erstmal beschäftigt, ne? Da kümmere ich mich jetzt drum. Das ist genau der Grund, dass wir aktuell, also ich nehme jetzt an, ihr seid aktuell nicht in einer Wohnung zu Hause. Das Mhm. ist der Grund dafür, damit ich Mhm. mich erstmal dem widmen kann. Und das ist Ja, ja, was ich dauernd predige, ne? Egal wie, auf ja. welchem Coaching. Es geht wirklich darum, er oder sie holt in dir so viel hoch und Mhm. das in sehr kurzer Zeit, das müssen keine Jahre sein. Mhm. Und dann hast du erstmal so richtig zu tun, das alles anzuschauen. Ja, genau. Und Ja. jetzt ist es so, dass wir, also uns trennen 1200 Kilometer Mhm. und wir sind uns jetzt bewusst, eigentlich seit ein paar Monaten so richtig bewusst, dass es gut so ist, wie es ist. Ja, Eben weil, wegen diesen ganzen Themen und dass eigentlich alles so sein soll, wie so richtig ist, wie es gerade ist. ja. Also dann seid ihr in Kontakt, ihr besprecht auch, Ja. okay, wir sind gerade nicht zusammen Also, in einer Wohnung. also es ist so, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, wussten wir beide nicht, was wir dachten, wir trennen uns und wussten vielleicht nicht, dass das irgendwie auch gar nicht möglich ist. Und Mhm. es war dann so, dass wir eigentlich ein paar Tage später am Telefon waren und seitdem am Telefon hängen miteinander. Und, Wirklich? und ja, und Also, eigentlich fast täglich. Und wir haben uns, er ist ein paar Mal nach Deutschland gekommen, also Ende letzten Jahres und dieses Jahr zweimal, glaube ich. Und wir waren auch im Urlaub in Ungarn und da hat sich, als wir nach Ungarn gefahren sind, da hat sich viel gezeigt bei uns. Und ich glaube, da hat es angefangen, dass wir uns beide bewusst für diese Beziehung entschieden haben. Und mit allem, was diese Entscheidung mit sich bringt. Und diese Entscheidung arbeitet sehr intensiv an beiden Seiten. ja, und du sagst, Ja. wir haben uns entschieden, zusammen zu sein. Und mit allem, was diese Entscheidung mitbringt, kannst du das noch ein bisschen ausführen. Mhm. Mhm. Zusammen Ja, also sein. Mhm. zusammen sein, zusammen sein, sondern wir wollen auch physisch wieder zusammenkommen, also zusammen leben. Mhm. Und ich habe halt gemerkt, dass mein Leben jetzt erstmal hier stattfinden wird und dass ich auch meine Kinder hier großziehen will. Mhm. Was heißt, ähm, dass die Entscheidung, also er wird nach Deutschland ziehen, zu mir, zu uns. Wir wissen aber nicht, wie lange das dauern wird. Ja, Hatte Ende letztes Jahr gesundheitliche Probleme, starke, ich will es jetzt nicht sagen, weil ich nicht ja, ja. weiß, ob er wollen würde, aber es ist was passiert, wo er mehrere Monate flach gelegen ist und es hat sich schon gezeigt, dass das was Altes zu Ende geht. Ja. Und er hat dann gespürt, dass ihn sein Weg jetzt nach Deutschland führt. Und das ist natürlich also er ist jetzt 42, es ist eine riesen Lebensveränderung. Er hatte sein Haus und war 10 Jahre selbstständig und da kommt einiges mit sich und es geht einiges jetzt zu Ende. Ja. Ja. Aber du sagst, ihr fühlt euch als Paar, also ihr seid zusammen. Wir wissen ja, oder ne, Seelenpartner, die fühlen wir immer bei uns. Das ist, als wären sie in unserem Herzen, oder ich spreche auch von Dualseelen jetzt hier auf dem Kanal. Mhm. Dass halt, dass man sich wirklich nicht trennen kann im Sinne von Mhm. also im Inneren, ne? Dass man immer beieinander ist. Das spürt man Mhm. auch ganz klar. Deshalb ist eine Trennung oftmals auch so nötig, um das mal zu spüren, dass es halt trotzdem weitergeht innerlich. Mhm. Aber du Ja, ja, das, dass da eigentlich keine Trennung ist. Also die ja, ja, physische Trennung ist da, aber diese energetische Verbindung, die bleibt. ja, Ja, und wir haben das auch oft, wenn wir telefonieren, da gibt es irgendwie, also da verschmilzt wieder alles so, dass das ist es so
die Energien sind so präsent, dann vergesse ich irgendwie auch, dass er eigentlich in dem Handy drin ist, in Ja, dem Moment. Es ja. ist einfach da. Und dann gibt es eben wieder so Momente, wo diese physische Trennung, also dass er so weit weg ist, dass das so einen tiefen Schmerz in mir auslöst, dass ich irgendwie meine Gefühle wie abkapsle. Ähm, und dann haben wir vielleicht ein paar Tage keinen Kontakt und dann sehe ich ihn wieder und irgendwie fängt man immer wieder fangen wir immer wieder von vorne an. Es ist wieder so ich fühle mich, als würde ich ihn nicht mehr kennen. Und auch Ja, jedes Mal, wenn wir uns dann wieder sehen, also ich weiß nicht, ob das klar ist, aber ja, ja, wenn wir ja, uns ich auch kenn wieder das. sehen, jedes Mal, ich denke, ich kenne dich. Und dann innerhalb von ein paar Stunden sind wir wieder eins. Es ist Ja, total, ja. ich kann es immer noch nicht wirklich erklären eigentlich. Mhm. Das ist wie so ein Hinterherhinken des physischen Körpers an die Präsenz des anderen, also dass er sich wie so nochmal neu gewöhnen muss, was energetisch aber immer schon Fakt Mhm. ist, dass man Mhm. nah und Ja. eins ist. Aber der Mhm. Körper ist wie noch so: Hä, jetzt habe ich dich so lange nicht gesehen, jetzt bist du plötzlich wieder hier, wer bist du? Ah ja, stimmt. Mhm. Das dann einordnen. Also ich kenne das irgendwie auch, ja. Mhm. Ja. Du sagst aber, ihr seid ein Paar, also würdest du sagen, ihr seid ein Paar, auch jetzt ganz 3D-mäßig verstanden? Mhm. Ihr seid jetzt Ähm, also es ist einfach so, ich habe bis jetzt immer eine Tür offen gelassen, weil ich auch vielleicht einfach eher einerseits irgendwo Angst hatte, mich zu binden und andererseits, ich habe mir nach der Trennung vom Papa von meiner Kinder oder ich habe mir gesagt, ich will mein Herz offen lassen, egal was passiert. mhm. Und jetzt ist es so, für mich war es wirklich schwer, alleine mit den Kindern hier auf einmal zu sitzen und ja, dieses Alleinsein. Weil das war ja vorher eigentlich noch nie so wirklich. Mhm. Und dieses tiefe Verlangen, jemanden an seiner Seite zu haben, das arbeitet extrem und ich wollte dann immer wieder raus. Also ich habe versucht, immer wieder wegzukommen von ihm und wegzukommen aus dieser Verbindung und wollte das immer wieder, wollte mich einfach abkapseln von dem Ganzen. Und das hat mich immer wieder zu ihm gezogen. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist es so, ähm, ja, dass ich hatte diese Öffnung immer, aber es ist mittlerweile so, dass ich merke, eigentlich, es interessiert mich halt kein anderer mehr. Ja, Also ich habe es wirklich bis zum letzten Moment offen gelassen, aber ich bewege mich in der Welt und merke, ich habe mit niemandem diese Verbindung ja. und will das leben. Und wenn wir zusammen sind, also dann denke ich mir, wie könnte ich was anderes wollen? Aber höre ich das richtig raus, dass du in dem Fall die warst, die diese Tür offen gelassen hat oder offen lassen wollte und dass er eher dafür war, dass man das schließt, sag ich jetzt mal, dass man sagt, Nein, also er ist eher so, er geht auf mich ein, also er gibt mir Raum, den Raum, den ich brauche. Ähm, aber wir wussten beide und wir hatten auch Bilder und Visionen von Anfang an, ähm, dass wie soll ich das sagen, das ist, also wenn man sagt The One oder irgendwie so, also wir wussten beide irgendwie, dass es was Größeres ist. hm? Und ich glaube, er hat viel, viel weniger Zweifel als ich. Also Ja, ich schaffe es heute noch zu zweifeln, wirklich. obwohl es so klar ist und immer da ist. Aber durch die Distanz, Ja. dass es so weit weg ist, Mhm. falle ich immer wieder und immer wieder in Zweifel. Auch jetzt wieder gestern. Und Und was, dann reden wir und dann löst sich alles wieder. Und ja. äh, ja, Also das genau. ist spannend. Das finde ich jetzt auch, ne? Ich denke ja immer an die Zuschauer, an die Zuhörer. Ich weiß auch natürlich von so vielen verschiedenen Situationen. Deshalb finde ich diesen Punkt jetzt spannend, vielleicht noch ein bisschen auszuführen, weil ich weiß, Zweifel sind ganz oft auch an der Tagesordnung, ne? Wenn wir jetzt von diesen Dualseelenpaaren Ja. sprechen, wo man weiß, es ist the one, wie du sagst, es ist auch
diese eine große Liebe. Wir sind eins. Wir spüren das einfach. Woher, ja, du hast es ein bisschen schon angedeutet, woher die Zweifel kommen mögen. Es hat vielleicht mit Trennungen zu tun, die du durchlebt hast, mit Verlassensängsten vielleicht, oder wie erklärst es du dir? Also ich reise ja dann in die Zweifel rein. Ähm, und bei mir ist es wirklich so, dass es ja noch vielleicht gewisse Abhängigkeiten sind oder vielleicht ist es auch übertrieben, aber so, ich habe halt dieses tiefe Verlangen, jemanden an meiner Seite zu haben. Und ich glaube, dass ich bis jetzt immer noch ja, mir das offen lassen wollte, dass es jemand anders ist, weil es einfacher ist. Ja, man, Weil der vor Ort wäre. Und ähm, jetzt ist es halt so, ja, wenn es nicht die Verbindung ist, dann was bringt mir das dann? mhm. Das wäre dann einfach ein Alles, was nicht er ist, wäre jetzt irgendwo oberflächlich, weil nichts so in die Tiefe gehen kann. Zumindest habe ich es nicht erfahren. mhm. Äh, Mhm. wer weiß. Aber es ist so, dass es immer, also es wird mit der Zeit jetzt halt immer natürlicher. Einfach, ähm, ich habe immer noch die französischen Wörter im Kopf. Alles gut. Hilft dir bei der Übersetzung, wenn du willst. Okay. So wie du gesagt hast, so eine 3D-Beziehung. Also, Ja, weil irgendwie alles andere nicht mehr so ist. ja, Und dann muss man es nicht mal unbedingt aussprechen oder irgendwie was festmachen, sondern das ist dann einfach so. also wie meinst du, es ist einfach so? Was ist einfach so? Dass, dass, ähm, dass wir ja ein Paar sind. Ja, ja. Also es geht nicht so sehr um die Definition, aber ich habe jetzt halt absichtlich so gefragt, ne? So von wegen, siehst du euch als Paar? Seid ihr ein Paar? Mhm. Seid ihr, ja, seht ihr, ihr, Mhm. Also ja. ich kann mich erinnern, vor ein paar Monaten habe Mhm. ich, wenn ich über ihn gesprochen habe, habe ich immer, damit es so locker bleibt, habe ich immer zu allen gesagt, mein Lover. Und jetzt eben vor ein paar Monaten, als ich es gecheckt habe, ähm, habe ich dann gesagt, dass wir jetzt zusammen sind und dass wir zusammen uns ein Leben aufbauen wollen eigentlich. Mhm. Und es ist seitdem wahnsinnig viel hochgekommen. Also wir hatten auch wunderschöne, auch gerade wo wir in Ungarn waren, wir hatten so schöne Visionen und Bilder von gemeinsamen Projekten. Er macht ja schamanische Behandlungen und Zeremonien und sowas. Und ja, wir hatten dann diese Bilder, wo wir zusammen diese Zeremonien machen und wir eben beide hier leben. Und natürlich kommt es mit viel, ich habe ja noch kleine Kinder, seine Kinder sind schon groß, kommt auch mit viel 3D-Geschichten. Aber wir haben eben auch diese Bilder und Visionen und also das ist ja, natürlich will ich dahin. Ja, schön. Und ich habe dich ganz, ja, oder was ich noch fragen will, ist, du hast es zwar schon eigentlich beantwortet, dass, und es gibt ja immer, gerade auch aktuell, es gibt viele, die zweifeln, Dualseelen oder Seelenpartner, ist doch alles nur Mhm. Geldmacherei oder Humbug oder die Leute in die Irre Mhm. führen. Und Ja. jeder, der das erlebt hat, weiß, es ist nicht so, es gibt es wirklich, es gibt Mhm. andere Art, Elite, oder nicht andere Elite, Mhm. andere Liga von Beziehungen, wo es Mhm. wirklich um die reine, pure, bedingungslose Liebe auch geht. Und es geht um diese Selbstfindung, die Mhm. im Rahmen dieser Beziehung stattfinden darf. Und was ist jetzt mit deiner Erfahrung, was du, das ist jetzt ein Jahr her, das ist nicht alle Ewigkeit, aber es ist sehr viel passiert in diesem Jahr. Ja, Was sagst du? es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Wenn ich mir anschaue, was in der Zeit passiert ist, ist eine Ewigkeit. Das ist auch witzig, ne? Das sagen auch viele, wenn man sich mal kennt, wenn man sich mal getroffen hat oder zusammen ist, dann fühlt es sich an, als hätte man nie was anderes getan oder nie was anderes gemacht, als wären man Ja, schon immer zusammen. ja. Ja, Ja, und das ist eben auch, das war ja bei uns von Anfang an so, dass so,
wahnsinnig viele Erinnerungen hochgekommen sind. Mhm. Mhm. Auch von anderen Inkarnationen, die wir zusammen verbracht haben und auch nicht schöne Dinge. Also wir haben auch Ja. viel Karma durchgelebt. Ja. Und aber auch eben wunderschöne Sachen und auch so diesen Blick von, ich glaube, wir waren sogar mal wirklich am Ursprung unserer Beziehung. Das ist natürlich sehr, sehr lange her. Mhm. Mhm. Und dann zu sehen, wo wir jetzt stehen und wie wir dahin gekommen sind, das ist sehr faszinierend. Deswegen liebe ich Reisen so sehr. Ja, ja, ja. Das, Ja, ja. ja, ich beschäftige mich ja nicht so in der Tiefe mit vergangenen Leben. Ich bin immer Mhm. so ein bisschen im Hier und Jetzt. Das ist so eine Mhm. bewusste Wahl. Ja. Aber Ja, natürlich, hier, also ich lebe hauptsächlich im Hier und Jetzt ja, und reise bewusst in die Vergangenheit oder in die genau. Zukunft. Ja, Also genau. so habe ich es auch gemeint. Ne? Ja, Ich genau. reise auch, wenn ich jetzt mit Leuten arbeite, nicht so sehr in gut, in die Kindheit schon. Mhm. Aber ist ja auch im Das ist Hier, auch die, ne? Ist auch präsent. Aber ja, 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 aber genau. meine Frage war eigentlich, ob du wirklich, ja, wie groß ist dein Glaube an, dass es das halt wirklich gibt, ne? Dass es diesen einen gibt und dass es diese ganz spezielle Art von Beziehung gibt. Also sagen wir jetzt Dualseelen, wie ich es nenne. Ich weiß, nennst es anders. Und Mhm. trotzdem glaubst du, es gibt mehrere solche Partner, wie du jetzt ihn getroffen hast. Vielleicht triffst du in 10 Jahren einen anderen. Vielleicht, oder glaubst du, hey, das ist eine andere Form des miteinander in Beziehung sein im Sinne von, wir sind sozusagen diese eine Person und zwei Ausdrücke davon. Weißt du, Ja. wo es eben Mhm. nicht 10 davon gibt, sondern es gibt Mhm. einen. Wo stehst du da? Wie siehst du das? Mhm. Also ich kann dir keine hundertprozentige Antwort geben, weil ich weiß nicht, ob in 10 Jahren jemand anders dasteht, mit dem ich eine sehr tiefe Verbindung habe, das weiß ich nicht. Wir wissen halt vieles nicht. Genau. Ähm, was, was wir beide gesehen haben, ist, dass, also wenn wir Visionen haben und schauen, wir haben ja viele Möglichkeiten, viele Wege. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, gehen wir diesen oder diesen oder diesen Weg. Und wir haben die Entscheidung getroffen, einen gemeinsamen Weg zu gehen und schauen dann, wenn ich dann den Blick in die Zukunft wage, dann schaue ich ja, wo uns dieser Weg hinführt. Mhm. Das ist da, wo wir eben sowas sehen wie, das sind eigentlich Gefühle, also und Bilder, Momente, wo wir eine Zeremonie geben und viele Leute da sind, Momente, wo eins der ersten Bilder, die ich hatte, ist, wie er in meinen Armen stirbt. Und das ist dieser gemeinsame Weg. Mhm. Und so hatten wir halt schon viele Bilder von sogar heiraten. Nicht vielleicht im klassischen Sinne, sondern im Mhm. Sinne einer Zeremonie, einer spirituellen Zeremonie. Viele, viele Bilder von unserem gemeinsamen Weg. Aber keiner wird gezwungen, diesen Weg zu nehmen. Mhm. Und wenn einer nicht will, dann schon gar nicht. Dann was? Ja, wenn einer diesen Weg nicht gehen will, dann will ich sagen, muss der andere es akzeptieren. Ja, ja. Wir waren jetzt vor kurzem wieder auf dieser Zusammenkunft in Frankreich, wo die Schamanen zusammenkommen aus aller Welt. Und wir haben da auch ein Mädchen kennengelernt. Sie hat ihre Seelenliebe kennengelernt und sie will aber nichts mit ihr zu tun haben. Und da ist, da ist halt sehr viel hochgekommen und sie wurde sehr getriggert durch uns und es war sehr, sehr spannend in dem Moment. Und ja, dieses Akzeptieren, Mhm. ja. Aber Mhm. ich weiß nicht mehr, auf was ich hinaus wollte. Nee, das ist schon genau auf das. Ne? Also von wegen gibt es diese eine Person, gibt es diese eine Dual Mhm. oder nicht? Gibt es da mehrere? Sind es einfach alles Seelenpartner? Und du sagst es, ne? Also es fühlt sich so an, als wäre er jetzt der eine und also du siehst die Mhm. Zukunft Mhm. und gleichzeitig hat man einen freien Willen. Da bin ich manchmal auch noch selber, ne, unsicher, wie Mhm. sehr diese sozusagen beiden freien Willen, also beider Partner, Mhm. auch eines. Also wie sehr trifft man diese eine Entscheidung, zusammen zu sein, auch wenn Mhm. es mit
Hindernissen verbunden ist und wie Mhm. sehr kann wirklich, ist der eine total losgelöst vom anderen, wenn man ja Mhm. im Kern ja eines ist. Weißt du, wie ich meine? Sind die Mhm. zwei Willen wirklich so Mhm. getrennt und separat oder sind sie im Kern auch, eigentlich trifft man die gleiche Entscheidung? Also wenn der eine nicht will, will der andere irgendwie auch nicht. Oder Mhm. ist der eine, Das, der unbedingt dabei wäre und der andere sagt, nee, 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 nee. also ich glaube, dass jeder seine individuelle Entscheidung trifft. Mhm, mhm. Und jetzt kommen wieder die M's. Alles gut. Man muss sich Jeder einfach über. seine individuelle Entscheidung, weil wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt so oft sagen können, das ist mir zu viel, ich schaffe das nicht. Ich bin noch nicht so weit oder so Mhm. Sachen. Mhm. Dann, dann hätte ich jemand anders kennengelernt und hätte vielleicht könnte mit dem noch ein paar Jahre verbringen und noch was lernen und mich weiterentwickeln. Genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass es mich immer wieder zu ihm ziehen wird, früher oder später, ist groß. Das meine ich ein Stück weit. Das ist Ja. nicht, also es ist, ich meine nicht unbedingt die temporäre oder momentane Entscheidung, ah, ich will jetzt nicht, weil die Situation kennen ja fast alle, die jetzt hier auch zugucken, ne? Der eine will nicht, aber im Kern heißt das nicht, dass das nicht trotzdem eine Entscheidung zu uns ist. Also ich will jetzt Mhm. nicht, Mhm. nicht falsch verstanden werden, egal. Mhm. Was, du hast es vorhin auch mal Ah, gesagt, ja, ich weißt du, es. wir sind uns einig, dass im Mhm. Moment lebt er da und ich hier und dass es richtig ist. So Mhm. könnte auch in Bezug auf die Trennung wahr sein, wenn man jetzt eine Trennung lebt. Hey, wir sind Mhm. uns einig auf Seelenebene, dass im Moment du heilst da drüben, ich heil hier drüben. Mhm. Ich bin vielleicht mit jemand anderem zusammen, du Mhm. vielleicht auch oder nicht. Aber wir haben uns insgesamt für die harmonische Beziehung entschieden, zusammenzukommen, wissen aber, wir müssen das jetzt erst durchleben, damit, Mhm. was wir uns vorgenommen haben, wo wir uns auch einig im Entscheid sind, wo wir auch eins im Entscheiden sind, Mhm. machbar wird oder umsetzbar wird. Weißt du, wie? Ja, Mhm. ja, ich weiß, ich habe es jetzt, irgendwie hatte ich so einen Alles Klick. gut. Nein, wo du geredet hast, hat so Klick gemacht. Ah, super. Wieder Vicky. Okay. Und was hat Klick gemacht? Oder Ja, das doch wüsste. Ich habe wieder Aussetzer. ich glaube, du hast, also so wie ich es mitgekriegt habe von deiner Körpersprache, dass du wieso sagst, ah, jetzt weiß ich, wie du es gemeint hast, dass es nicht unbedingt jetzt diese kurzfristige Entscheidung ist, sondern insgesamt als Lebensentscheid. Was ich mir dachte, ist, danke, was ich mir dachte, ist, dass wenn du dich für diese Beziehung entscheidest, dass es eigentlich heißt, dass du dich für dich selbst entscheidest. Aha. Das, was ich mir in dem Moment gedacht habe. Kannst du das bitte wiederholen für alle, die zuschauen? Ich frage mich gerade, Warum? weil das Verstehst wichtig ist. Es geht um einen Entscheid zu du? dir, wer du bist. Ja, wenn ich das Jahr zurückschaue, ist es immer nur um mich selber gegangen. Und auch wenn was hochkommt und ich eine Reise mache, geht es immer nur um mich selber. Es ist noch nie um ihn gegangen. Mhm. Genau. Immer nur um mich selber. Es geht Und um. er spiegelt mir halt alles, was mich selber betrifft. Und ich spiegel alles, was ihn selber betrifft. Mhm. Und Und in, das habe ich mir auch schon mal gedacht bei uns so, okay, wir haben uns jetzt füreinander entschieden. Das heißt, wir haben uns beide für uns selber entschieden. ja, Und wenn wir beide für uns selber entscheiden und dann bringt uns das Universum zusammen. Ich habe gesehen, wenn ich den Blick nach vorne mache, habe ich gesehen, dass das nicht das ultimative Ziel ist, sondern dass es ein Anfang ist. Dass ja. es wie ein Anfang ist. Mhm. Weil dann geht unser gemeinsamer Weg erst los. Mhm. Das Ja, habe ich. und ich finde es wunderschön, wenn jeder entscheidet sich für sich und weil man sich für sich entscheidet und man in dieser Einheit ist mit dem anderen, ist sich für die Beziehung zu entscheiden, auch sich für sich zu entscheiden, Genau. weil man das, weil man ist, was man ist. Man ist Mhm. der andere, man ist diese Einheit. Mhm. Also wenn man, wie dieses Mädchen oder diese Frau, die du kennengelernt hast, die sich ne, mit aller Kraft dagegen wehrt und nein, ich will nichts damit zu tun haben, will nichts damit in Berührung kommen, entscheidet sich in irgendeiner Form gegen sich auch, weil sie im Inneren das so stark bekämpfen muss, was sie ist, nämlich das Eins mit dem anderen. Ja.
Und was sie auch sagte, ist auch was, was ich schon öfter gehört habe, ist, dass sie hat immer alles auf, das war eine andere Frau, also ihre Seelenliebe und sie hat immer, sie meinte, wenn ich das fühle, dann ist es ja, weil sie das fühlt und in dem Moment ist es so, weil da eben nicht genug Abgrenzung in dem Moment ist und es ist aber Arbeit, die sie an sich machen darf, dass Ah, sie lernt. jetzt verstehe ich. Also du meinst, sie sagt, wie ich fühl die Gefühle des anderen, ne? Ja, genau. Und sie Die meinte, sie ist dann Gefühle. immer Opfer davon, wie es die andere Genau. fühlt. Das, Und das habe ich schon öfter gehört, dass ja einfach abgrenzen. genau. Das, Einfach abgrenzen, als ob es so einfach wäre. ja, nee, Aber ein Weg finden, wie man sich abgrenzen kann. Weil mhm. man ist seine eigene Person und man ist nicht abhängig von den Gefühlen des anderen. Nee. Und trotzdem finde ich, geh prinzipiell mal davon aus, dass diese Gefühle, die du da fühlst, deine sind und setz dich damit auseinander und fall nicht immer in diese Wegdrückposition von, ich fühle ihn, ihm geht's gerade schlecht, er macht gerade dies durch, er macht das durch. Das ist der Spiegel. Genau, geh davon aus, dass du bei dir auch Anklang findet und dass du bei dir erstmal hingucken darfst. Ne? Ich Ja, habe auch Videos, ja. wo es dann natürlich darum geht, hey, wie kannst du bestimmen, dass es eben nichts deins ist und da auch lernen, sich abzugrenzen, aber nicht als erster Schritt einfach mal, hey, das ist sowieso seines, sondern guck mal hin, ist da Trauer in dir? Ist es deine Trauer? Ist da das noch Und ein... das ist ja genau das, irgendwo Sinn der Sache, dieser Spiegel, wo du wieder auf dich zurückkommst und in deinen Wachstum kommst. Ja, Eigentlich Sinn der ganzen Sache. Und das genau. ist es. Mhm. Ja. Also wenn wir jetzt mal zurückgucken, ich glaube, wir sprechen schon eine Weile, aber es ist ja wunderbar so. Ich glaube, wir machen auch nur einen Teil zwischen uns gesagt. Äh, wenn wir zurückgucken auf die Lena vor einem Jahr und auf die Lena vor einem halben Jahr. Was hat sich da getan? Du hast es schon natürlich schon angedeutet. Wie blickst du auf diese Lenas zurück? Wo Hm. stehst du jetzt? Mhm. Und ja, du sprichst so oft von den Blick in die Zukunft richten. Wir gucken auch mal ein halbes Jahr, ein Jahr voraus auf die Lena, die dann Mhm. da steht und da diese Beziehung lebt. Was kannst du da dazu sagen? Mhm. Rückblick und Vorausschau. Also der Rückblick von vor einem Jahr, also jetzt vor einem Jahr, es fühlt sich erstmal an wie viele Lebenszeiten, einfach weil so viel passiert ist und weil die Zeit immer mehr zu einem zeitlosen Raum wird irgendwie. Mhm. Also gerade in letzter Zeit irgendwie gibt es keine Zeit mehr. Ich kann mich, das ist, ich kann mich nicht, ich kann es nicht mehr spüren. Es können Stunden wie ein Fingerschnipsen Mhm. sein, Minuten wie 10 Jahre. Ich weiß nicht. Ähm, ich durfte sehr, sehr viel wachsen durch das Ganze natürlich. Und sehr viel erfahren und sehr viel anschauen. Ich habe das ja vorher schon gemacht, viele Jahre vorher oder 6 Jahre vorher schon, habe ich fangen eigentlich täglich an mir zu arbeiten durch Trauma und chronische Krankheit und Nahtoderfahrung. Und das ging eben nochmal in eine Tiefe, die ich nie erwartet hätte. Und es hat halt so viel hochgeholt und es ist so viel unterbewusst abgelaufen, dass ich viel einfach auch in dem Moment nicht verstanden habe. Und dann diese große Lebensveränderung in Deutschland, also der Umzug nach Deutschland und alleinerziehend und ja, und dann eben meine eigene Sicherheit und Stabilität aufbauen, was auch einfach, wo mir alles in die Hände geflogen ist. Ähm, ich jetzt, ich merke, dass es immer feiner wird. Mhm. Also feiner. Aber nur nicht, es ist einfach die Bewusstheit, weil ich bewusster in die Schatten gehe und bewusster ins Licht gehe. Eigentlich ist es die Bewusstheit, die alles ausmacht, Mhm. nicht was passiert. Also mittlerweile bin ich viel am Beobachten und ich empfange, was passiert und schaue, was mache ich jetzt damit.
und ich nehme es in die Hand. Und vorher war es eher so, so vom Gefühl her, als würde mir was auf den Kopf fallen oder Hm. es würde mir was passieren. Ja, ja. Und es ist auch, ich dachte, bevor ich ihn kennengelernt habe, dachte ich mir, so nie wieder falle ich so in die Opferhaltung. Ich habe mir gedacht, das mache ich nie wieder. Und dann bin ich einige Male wieder reingefallen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wieder reinzufallen. Und auch mit der Veränderung in Deutschland, so dieses Bild einer alleinerziehenden Mama ist ja auch irgendwo so eine Opferhaltung und sich da wieder raus zu kämpfen fast, Mhm. obwohl ich das Kämpfen ja schon aufgegeben habe, aber mich daraus zu wuseln irgendwie, ähm, ja, einfach wahnsinnig viel Wachstum. Und ich bin so dankbar, ich bin auch ihm so dankbar. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass wir eben so weit voneinander weg sind, ich, ich weiß halt, dass ich jetzt mein Leben allein auf die Reihe kriege Mhm. und habe es aus den Abhängigkeiten rausgeschafft. Wow. Ich habe es vorher auch geschafft, aber ich bin einfach durch diese Krankheit und ich war ja jahrelang eigentlich raus und habe mich isoliert und war schwer krank. Und da bin ich in die Abhängigkeit gefallen. Mhm. Und da wieder rauszukommen, ist nicht so, war jetzt nicht der leichteste Weg. Das glaube ich. Ja, aber jetzt ist es halt umso schöner zu wissen, ich kriege das alleine hin. Und was ich jetzt alles schaffe, denke ich mir manchmal, wo habe ich die Energie her? Mhm. Vor ein paar Jahren, wo ich nicht vom Sofa runtergekommen bin und kein Leben mehr in mir hatte, keine Emotionen, ich konnte nicht mal mehr weinen, ich habe trocken geweint, das war ganz schlimm. Und das ist dann alles wieder, ich habe dann eben diese Ausbildungen gemacht und es ist immer mehr Leben wieder in die Bude gekommen. Die Und Schule. jetzt ist es mittlerweile so, durch die ganzen göttlichen Fügungen und ich spüre wirklich so, ich spüre meinen Herzschlag, oder ich sehe die Farbe in meinem Gesicht und ich fühle mich richtig lebendig und das Leben ist spannend durch den ganzen Weg, durch die Reisen, durch ihn. Es ist einfach spannend. Wow. Und ich lebe jetzt wahnsinnig gern und ich war halt so gerade durch die Nahtoderfahrung so öfter mal an dem Punkt, wo ich eigentlich übergehen wollte auf andere Ebenen und bin dann aus gewissen Gründen dann doch geblieben. Also du meinst sterben, ne? Jetzt, das Ja, genau. alles für Also alle verstehen. ja, also Mhm. was ich jetzt auf andere Ebenen übergehen nenne. Ja, Weil Sterben ist so ein weiß. belastendes Ich Wort. weiß, dass So, alle so, verstehen. Gut, dass das alle verstehen, die das, ich ja, habe genau. verstanden, ne? Also ich weiß, was du meinst. Von dieser Leere in mir und diesem tiefen Verlangen zu sterben, so viel Leben in mir zu spüren, das ist so ein Geschenk. Ja, Und auch dieses tiefe Verlangen zu sterben, ich habe ewig gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es war eigentlich nie das Verlangen, auf andere Ebenen überzugehen. Es war immer das Verlangen, die Dinge in mir sterben zu lassen, die ich nicht bin. ja. Bloß ich habe es nicht verstanden. Ich habe das erst später verstanden dann. Mhm. Und ich glaube, ja, wenn ich kurz einsteigen darf, ganz allgemein, ne, wenn jetzt jemand auch diesen tiefen Wunsch verspürt zu sterben, wie du auch sagst, du hast nachher verstanden, hey, das war ja nur, dass ich sterben lasse, Symbol. dass ich nicht bin. Aber ich glaube auch, wenn jetzt jemand dieses Bewusstsein nicht hat, dass es nicht er ist, der sterben will. Ich glaube, was der Wunsch nach Sterben wirklich bedeutet, ist, man will nicht mehr leiden. Man will, dass das Leiden weg ist. Ja, genau. Aktiv sterben. Man will nur nicht den Hm. Schmerz, immer in Schmerz sein. Und Ja, da genau. den Weg sterben, okay, das wissen wir alle, das kennen wir, egal, ist keine Option in Wahrheit. Mhm. Oder dann gibt's, hey, ich kämpfe mich, wie du das auch gemacht hast, aktiv aus diesem Zustand hinaus, wo Mhm. ich nicht leben will, sterben will, nicht sein will, einfach Mhm. verschwinden will von einem Tag auf den anderen. Ich kämpfe mich da raus. Und das, was du jetzt schilderst, ist der Lohn, ne? Dass diese neuen Ebenen sich auftun von Lebensglück, Lebensfreude,
Leidenschaft, Berufung, all das. Also jeder, ich richte mich jetzt ganz bewusst an die, die zuschauen, ne? Wenn da einer in einem Riesenloch ist und wirklich nur sterben will, dieser Schmerz von der Dualseele getrennt zu sein, ist so groß oder es ist gar nicht damit im Zusammenhang, sonst irgendwie körperliche Leiden, man will nur noch das nicht haben. Mhm. Das ist, was auf der anderen Seite davon ist, was du jetzt schilderst. Mhm. Genau. Und genau da soll man reingehen. Genau. Das ist da, wo ich reinreise. Also das mache ich Ja. halt, aber genau da reingehen. Mhm. Und da verbirgt sich dann dein größtes Licht Mhm. und die Befreiung und das Ende des Leides, Mhm. wenn wir wagen, da reinzugehen. Ja. Und ich möchte vielleicht, um das auch abzuschließen, ne, weil wir jetzt schon eine Weile dran sind und wir haben beide kein Zeitgefühl, das kommt wunderbar. Aber vielleicht noch diesen Blick in die Zukunft, ne, wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, wie du jetzt geschildert hast, dass es sich bisher hat. Was kannst du jetzt da, ohne dass du jetzt aktiv schauen gehst, aber einfach so von Logik her auch, was kommt da noch? Oder Mhm. was fühlst du, was da noch kommt? Kann das Ja, noch potenziert werden? Kann das noch schöner werden? Kann das noch farbiger und stimmiger und glücklicher ja, werden? ja. Also Logik, das kann ich nicht, aber ich kann halt vom Herzen raus dir sagen, was So ich habe ich sehe. es gemeint. Logik ist zu Kopf, weil ich habe nichts mehr in meinem Kopf drin. Ich weiß, ich schon. Das ist manchmal noch eine Hürde. Also Okay. es kommt ja alles auf uns, Was weil kommt? ja, es kommt alles auf unsere Entscheidungen an. Das heißt, wir könnten jetzt immer noch die Entscheidung treffen, den Weg nicht gemeinsam zu gehen. Mhm. Aber jetzt in die Zukunft schau auf unseren gemeinsamen Weg. Das heißt, er kommt nach Deutschland. Das wird nicht auf einmal passieren, aber peu à peu. Also vielleicht mal ein paar Wochen und dann ist er wieder ein paar Wochen drüben und dann halt immer mehr, bis er halt dann hier wohnt. Es kann auch Jahre dauern, das weiß ich nicht. Wir werden dann gemeinsame Zeremonien anbieten und er macht seine energetische Arbeit, ich meine. Also meine Reisen sind einfach mein Ding und die werde ich immer machen. Und er macht auch, wir machen, es ist schon sehr unterschiedlich, was wir machen. Und wir werden auch nicht die gleichen Leute anziehen. Mhm. Ähm, bei meinen Reisen, ich bei meinen Reisen und er bei seinen schamanischen Behandlungen. Natürlich werden wir die gleichen Leute anziehen, wenn wir zusammen Zeremonien machen. Mhm. Und da darf sich noch viel draus entwickeln aus Ja. dem Ganzen. Und Und natürlich auch wir als Familie dann, da sehe ich auch viel Wachstum und viel Aufarbeiten. Da kommt noch mal einiges hoch. mhm. Und da dürfen wir dann bewusst das durcharbeiten. Und das haben wir eben jetzt lernen dürfen, dass wir haben in dem Jahr so viel durchgemacht, so viele Themen ins Licht gebracht und jeder auf seiner Seite und dann wieder zusammen. Und wir wissen, dass wir das können. Und wir wissen, dass der Weg auch mit Hürden kommt, aber dass wir die gemeinsam auch schaffen. Mhm. Und ist wunderschön, was du beschrieben hast. Was ich gemeint hatte, ist auch ganz auf dich bezogen, selber, Mhm. ne? Wie du so in den Frieden gekommen bist für dich. Denkst Mhm. du, dass das auch noch mehr geht, dass da auch noch, ne, noch tiefere Mhm. Schichten des Friedens in dir finden kannst? Tiefe Schichten ist das falsche Wort, egal. Weißt du, was? Doch, doch, ist schön. Ist schön gesagt, finde ich. Okay, okay. Und Was sagst du? ja, die Antwort ist ja. Ja. Okay. Punkt. Ja, ne? Man kann sich, ich sage halt immer, man kann sich es eigentlich gar nicht vorstellen. Erst wenn man da ist, Mhm. denkt man, wow, das hätte ich ja nie gedacht, dass es das Mhm. gibt, dass es so einen tiefen Frieden, so eine Mhm. Lebensfreude, so eine Leidenschaft, so im Frieden mit sich, mit allem, so eine Liebe auch, ne, für Das alles. dachte ich schon vor einem Jahr und jetzt denke ich mir so, Genau. es geht noch mehr. Und dann denke ich mir in einem Jahr, ja, wahrscheinlich geht immer mehr. Das war sozusagen meine Ja. Frage, ne? Wenn man zurückguckt, man hätte das damals auch nicht für möglich gehalten. Jetzt ist Mhm. man da. Ja, wenn man das, da kommt wieder die Logik rein. Wenn man jetzt das logisch weiterspinnt, wenn du jetzt einfach guckst, wie das war, wie es sich entwickelt hat, es geht so weiter, ja,
dann muss ja noch viel mehr kommen. Und man kann es noch gar nicht erahnen, weil man es noch nicht kennt. Mhm. Aber das ist genau offen. Ja, ja. Ich kann es, mit dem Kopf kann man das nicht erahnen. Nee, nee. Ich sehe gewisse Dinge in Reisen, Mhm. wo ich denke so, wow. Also wenn da Wow. die Menschheit hingeht, dann wow. Wow. Es ist schon, es ist cool, es ist richtig cool, auch so, es gibt ein, das ist wie ein Wegweiser. Mhm. So Mhm. da, Ja, da da wollen wir lang. hin. Diese Richtung. Ja, und es ist so hochenergetisch und so hochschwingend, wie wir sind. Ja. Das ist ja, wer wir sind. Mhm. Mhm. Und wie kann man da nicht hinwollen? Und das klar vor Augen zu sehen, ist der beste Wegweiser. Ja. Ja, ich habe letztens bei einer Atemtechnik am Schluss habe ich so mein pures, reines, wahres Selbst so richtig in die Augen geblickt und dachte mir so, wow. Ich dachte, das war wieder so ein Wegweiser, so das kann ich werden, so. Mhm. Und Oh. es geht nicht darum, irgendwie in andere Dimensionen überzugehen oder sowas, sondern es geht darum, sich zu erden und in sein Herz anzukommen, in seinem Körper anzukommen. Weil Mhm. den nehmen wir mit, auch wenn er sich verändert. Aber es ist sehr spannend, das Ganze. Das macht das Leben so spannend. Also Ja, wird immer spannender eigentlich. wunderschön. Also ich danke dir ganz herzlich, dass du hier bist und warst. Ich habe ganz ehrlich gesagt kurz überlegt, wie nenne ich wohl den Titel dieses Video oder ein Thumbnail? Und da kam mir so, weil ich habe ja mit Irene mal gesprochen, nannte das dann Happy End, dachte ich, muss die Lena fragen, ist es okay? Kann man das benennen als Dualseelen Happy End oder als, es ist ja noch nicht das Ende, aber Ja, fühlt es für dich als nach Happy End an? also es fühlt sich an wie ein Happy Beginning. Ja, das liebe ich. Wunderbar. Hast du mir gerade geholfen? Es ist irgendwie, es gibt ja kein Ende. Also Nee, nie. aber mehr Weil so, Ende ne? ist wieder ein Anfang und dann denke ich mir, das ist ein Happy Beginning. Ja. Aber wenn du jetzt zurückguckst, wo wir das letzte Interview gemacht haben, jetzt zu hier, es hat sich in Richtung Happy, was auch immer entwickelt, also eine Happy-Entwicklung, würdest du auch sagen, ne? Ja, diese Wiedervereinigung, diese Wiederzusammen oder ja, ich weiß auch nicht, Mhm. wie man es nennen kann, aber diese Ja. Entscheidung, Wiedervereinigung, diese Entscheidung, diesen Weg gemeinsam gehen zu wollen. Und von da sehe ich eben, ja, es ist das Ende einer Zeit, aber es ist der Anfang einer anderen Zeit, wo auch wieder viel Wachstum passieren darf und viele wunderschöne magische Momente und Mhm. die Verbindung, es ist einfach die schönste. Oh. Es ist einfach die schönste. Und, Also dieses Verschmelzen, ja. dieses Telepathische, diese Visionen, dass es manchmal einfach auch keine Worte braucht, weil alles klar ist. Mhm. Es ist, es ist. Toll. Ich Ja, glaube, wir lassen das so stehen. Es ist, ne? Die Liebe ist, was ich immer sage, kann sie nicht das ist begrenzen. der Titel, die Liebe ist. Die Liebe ist. Guck mal, ob ich das noch abändere oder nicht. Aber ja, sowas in die Richtung. Wunderschön. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, danke Ich bin dir. Danke. sicher, ganz viele haben sehr gespannt zugehört und ich bin sicher, wir treffen uns dann mal wieder und machen wieder eine Folge. Darf ich noch sagen, ich finde es auch wirklich spannend, dass du, als du gesagt hast, ja, so von dem Dualseelen und Twin Flame und diesem Ganzen, es ist wahnsinnig belastet, das Ja, Ganze. extremst. Ja, Ja, negativ belastet. ja. Deswegen, ich verstehe ich habe auch am Anfang mir Videos angeschaut, weil ich einfach es verstehen wollte mit dem Kopf und habe irgendwann komplett aufgehört und wollte halt nur noch auf mein Herz hören und schauen, Ja. wie lebe ich das? Mhm, mhm, Weil ich gemerkt habe, dass wenn man das immer wieder anhört, gewisse Videos, wenn man die immer wieder anhört und alle immer das Gleiche sagen, dass sich das einprägt und mhm. dass uns, Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, das Thema ist belastet, der Name ist belastet, durch gewisse Filme, die gekommen sind und so weiter. Und ja, ich zweifle selber auch immer, dass ich wie so ein Stück auch wieder weg will, nicht vom Thema, aber vom Namen. Und trotzdem muss man es irgendwie benennen, aber.
ja, wir hatten es vorher kurz davon. Ich weiß, was Ja. du meinst, ja. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, und das zeigt der Prozess auch, das zeigt jedes Video auch, dass man sich vertraut, dass man seine Wahrheit findet, weil da gibt es keinen Weg dran vorbei. Da können tausende Coaches oder was weiß ich was Mhm. erzählen. Mhm. Es geht nur über die eigene Erfahrung und über das eigene sich vertrauen, Ja, weil ja, das andere ja. Zweifel findet man sowieso immer und Mhm. Erklärungen findet man auch tausend Ja, verschiedene. Deshalb ja. zu vertrauen ist das Mhm. Essentielle, glaube ich auch. Und was ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe und was ich auch viel, eigentlich fast immer zu denen sage, mit denen ich reise, früher oder später, ist dieses, alles, was im Außen passiert, ist der Spiegel von dem, was innen passiert. Und sowieso. Und es gibt immer wieder diese Momente, wo genau dieser Satz der Satz ist. Ich weiß, ich Es weiß. immer wieder sich das ins Gedächtnis rufen. Es geht eigentlich nur um diese innere Reise. Es ist so. Ja. Pflichtest du mir bei, muss ich es mal nicht selber sagen. Wunderbar, Lena. Nochmal herzlichen Danke. Dank, war so spannend. Wir könnten auch weitermachen, aber ich glaube, das ist eine Ja, gute, ne? schon gut. Ich weiß gar nicht, wie lange wir geredet haben, Ich aber weiß auch nicht, ist egal. Aber okay, danke herzlich und danke dir. bestimmt bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Mach unten deine Kontaktdaten rein, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte. Und Gerne, ja. ja, genau. Ich wünsche allen einen wunderbaren Abend, Morgen, Tag, wo auch immer ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.